Hallo aus Hartenfels, Deutschland. Wir melden uns aus der Zentrale von Hufhaus, einem der führenden Anbieter moderner Fachwerkarchitektur. Und jetzt wird es spannend. Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen und zeigen euch, wie diese beeindruckenden Häuser mit modernster Technologie gebaut werden. Ja, heute sind wir in Hartenfels. Wir sind ein Westerwälder Unternehmen, stehen zu unserem Standort und befinden uns genau hier im Hufdorf. Ein kleines Dorf im Westerwald, wo nur Hufhäuser stehen. Wir bei Huf kümmern uns um exklusive Wohngebäude europaweit und das mit dem Anspruch, überall schlüsselfertig zu bauen. Am Ende des Tages sind wir ein Bauunternehmen mit einer besonderen Architektursprache, nämlich die ehrlichste Struktur, die man einem Haus geben kann, ist die Fachwerkstruktur. Und damit beschäftigen wir uns dann exklusiv seit 1973. Wenn man Marktführer für ein besonderes Segment selbst ist, versucht man immer erst den Marktführer für ein Produkt, für eine Maschine herauszufinden. Und da lag es auf der Hand, dass das auch damals schon die Firma Hundegger war. Ja, die erste Hundegger-Anlage, die wir gekauft haben, bestellt haben, haben wir 2008 in Betrieb genommen. Und seitdem sind wir eigentlich durchgängig mit Hundegger sozusagen verheiratet und betreiben im Moment 2 Hundegger-Anlagen parallel, was auch gleichzeitig unseren Herzschlag in der Produktion symbolisiert. Denn die Maschinen sind unsere Taktgeber. Die sind nicht nur die Taktgeber für die Produktion, sondern weil wir eine Just-in-Time-Auslieferung auf die Baustellen hier immer vorplanen, ist sie der Taktgeber für alle fortfolgenden Prozesse, die dann angestoßen werden. Ja, das Besondere in unserem Produktionsprozess ist einfach das, wir können nur bedingt viele Prozesse mechanisieren oder automatisieren, weil wir eine andere Konstruktion haben. Wir haben sichtbare Bauteile und behandeln jeden Pfosten in unserer Produktion, jeden Balken, jedes Holzteil, was sichtbar ist, wie ein Möbelstück. Denn am Ende des Tages ist es ja auch ein Möbelstück. Es ist genauso wie eine Kommode, wie ein Schrank. Es ist mitten im Raum und halt auch mitten im Leben. Und da muss die Oberfläche perfekt sein und die Verarbeitung muss perfekt sein. Also die Produktion, die wir hier betreiben, beginnt mit einem weißen Blatt Papier in der Architektur. Unsere Architekten nehmen die Wünsche unserer Bauherren auf, die dann in verschiedenen Schritten erst in Pläne, in CAD-Pläne und dann wirklich in den digitalen Zwilling übersetzt werden, sodass die Maschinen die Sprache des Kunden am Ende verstehen. Das heißt, der Kundenwunsch wird übersetzt in eine Programmierung, die dann automatisiert auf die Maschinen geht. Und das ist natürlich ein hoher Anspruch bei Losgröße 1, weil Sie müssen wirklich jedes Bauteil dann auch entsprechend einzeln als Einzelstab sozusagen programmieren, damit es in die Fertigung geht. Rückblickend würde ich immer wieder die gleiche Entscheidung treffen. Die war eine goldrichtige Entscheidung, die mich noch einmal bestätigt hat, auch in dem Wiederverkaufswert der alten Maschine. Der war nämlich deutlich höher, als wir selbst angenommen haben. Von daher zeigt das auch die Beständigkeit der Marke Hundegger und im Prinzip die Qualität der Maschinen. Also ein Wandel in der Produktion hat definitiv stattgefunden ab 2008. 2008 kam die erste K3i von Hundegger. Und bis dahin war halt wirklich klassisch Zimmerhandwerk. Wir hatten zwar auch schon verschiedene Maschinen da, zum Zuschnitt und so weiter und teilweise auch für Bearbeitung. Aber der große Wurf startete dann ab 2008. Wir waren wesentlich flexibler, konnten viel mehr komplexe Details ausbilden und ausarbeiten. Und ab da ging es eigentlich steil bergauf. 2011 haben wir uns dann nochmal vergrößert, haben die zweite Hundegger-Anlage geholt. Das war dann eine K2i. Und ja, dann sind wir zweigleisig gefahren mit beiden Anlagen. Wir mussten natürlich auch den Output erhöhen. Die Details wurden komplexer. Die K3i ist dann knapp 15 Jahre gelaufen. Und dann haben wir eine neue Projektierung gemacht für die neue K2 Industry, inklusive Robotaggregat.
Aufbauteam und Aufbau an sich waren hervorragend. Das muss man dazu sagen, wir haben uns natürlich im Vorfeld auch mit unseren Maschinenführern explizit nochmal mit Cambium, mit der neuen Software auseinandergesetzt. Wir haben ja dann 15 Jahre mit EKP gearbeitet. Wir haben also quasi 4 Wochen war grob der Aufbau und konnten dann 2, 3 Wochen später schon fast Zweischichtbetrieb mit 100% fahren. Aber das war komplett reibungslos. Also mit Cambium sind wir auf jeden Fall flexibel, so flexibel wie wir noch nie waren, definitiv. Wir können auch ganz schnell kurzfristig agieren, wenn Details umgestellt werden müssen, wenn selbst im Bauvorhaben, was kurz davor steht, produziert zu werden und es fallen noch Dinge auf in der Arbeitsvorbereitung oder so, ist überhaupt kein Problem. Die Maschinenführer können selbstständig an der Anlage auch noch agieren. Also Flexibilität steht an oberster Stelle für uns und war auch der hauptausschlaggebende Punkt, dass wir bei Hundegger sind und auch bleiben. Also die Jungs und Mädels im Service bei Hundegger, die sind schon wirklich sehr gut. Und also wir haben bis jetzt alles in kürzester Zeit wieder ans Laufen gebracht und von daher hervorragend. Ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich arbeite gerne an der Maschine, weil die gibt eigentlich alles her, von der Technik her. Ne? Und wie gesagt, von der Bearbeitung her macht Spaß zuzugucken, wie das Ding läuft. Und jetzt halt mit der neuen Maschine, wie das sich weiterentwickelt hat, das ist schon der Wahnsinn. Ja, war am Anfang ein bisschen schwierig, ne? Die Computerprogramme halt wieder noch ein bisschen alle zu lernen. Aber wir hatten die Möglichkeit hier in der Firma zu sagen, okay, wir konnten über Wochen im Prinzip mit meinem Arbeitskollegen, weil wir arbeiten hier in 2 Schichten, ja, einmal früh, einmal spät, konnten wir uns zusammensetzen, bevor die Maschine kam, haben wir uns wirklich zusammengesetzt und mit Hundegger zusammen über dieses Programm halt zu üben, sagen wir mal so, ja, am Computer zu setzen und Programme zu gucken. Und wenn irgendwas nicht funktioniert hatte in der Simulation oder so, konnten wir im Prinzip uns mit Hundegger auseinandersetzen und die haben dann eine Lösung gefunden und so kommen wir peu à peu an das Geschehen dran. So wie die Maschine dann aufgestellt worden ist, konnte man einen Tag später im Prinzip produzieren.